Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und heute wird das alles mit Noppen versehen. Als erstes möchte ich eine große Struktur aufbauen, auf welcher die Stadt und ihre umgebende Landschaft errichtet werden soll. Sie soll das Schienennetz stützen und alles in Position halten. Baseplates in den verschiedensten Größen und Farben liegen dafür bereit und auch viele scheinbar unpassende werden ihren Platz finden, zumal die meisten hinterher gar nicht mehr zu sehen sein werden. Die Dicke der Unterkonstruktion wird sich an den Raised Baseplates orientieren, die oberhalb einer Baseplate 6 Steine hoch sind. Da sie weitgehend noch mit einer Plate abgedeckt werden, wird die Höhe inklusive Baseplate also insgesamt exakt 6,5 Steine betragen. An vielen Stellen wird die abdeckende Plate einfach eine Baseplate sein, die auf den Noppen aufliegt und durch feste Elemente an den Rändern an Ort und Stelle gehalten wird. Die Zwischenräume werden dann mit einer steinigen Stützkonstruktion gefüllt, wobei der Fokus auf dem Schienenverlauf liegt. Und wie ihr sehen könnt, sind hier auch schon einige Lego-Duplo-Steine verbaut, mit denen man viele Standardsteine einsparen kann. Im Bereich der Schienenkreuzung lassen sich auch wunderbar diese Plattformelemente, wie man sie von Häfen oder Bahnsteigen kennt, verbauen. An den Ecken und in der Mitte sind sie kompatibel zu den Duplo-Steinen und die Kanten eignen sich super, um Baseplates einzulegen. Leider müssen die äußeren Duplo-Steine immer mit einer Plate unterlegt werden. Am anderen Ende der Kurve bekommt die Weiche dann dieses Modul als Unterbau. Diese Baseplate stützt die Weiche an allen 3 Punkten, wenn die Lücken ausgefüllt werden. Das Innere wird mit ein paar Steinen und Plates gefüllt, während die Gleise möglichst sparsam mit Fliesen und Plates unterlegt sind. Keine Sorge, das Modul wird später nochmal überarbeitet werden. Gleich dahinter geht es dann auch schon an einen Platzhalter für die Drehscheibe. Die große Baseplate kommt raus und ein Kreis aus alten Straßenkurven-Baseplates auf den Tisch. Und auch der Bautisch selbst ist immer ein bisschen im Wandel, da ich nebenbei immer wieder Teile verschieben muss, um entweder die Lücken zur Wand zu verkleinern oder die Schienen besser zu stützen. Aber zurück zur Drehscheibe, denn da kommen jetzt erstmal jede Menge Schienenstücke für die Abzweigungen. Diese wurden mit Hingeplates an den Enden verbunden, um sie zu einem Teilkreis auszurichten. Und für die Drehscheibe selber kommt jetzt noch dieser Entwurf eines 64 Noppen langen Schienenstücks, bestehend aus gesnotteten Steinen und Plates dazu. So langsam nimmt die Drehscheibe also Gestalt an. Als nächstes kommen die Module für die Gleisstücke. Hier wollte ich die verschiedensten Bautechniken und Teile ausprobieren, um den besten Kompromiss aus Teilesparsamkeit und Stabilität zu finden. Mehr als dieses kleine Orientierungsmodell habe ich aber erstmal nicht zu bieten, da sich in der Ecke ein Problem aufgetan hat. Durch die vielen Layout-Anpassungen, insbesondere beim Kurvenverlauf, passen die Schienen nicht mehr auf den Untergrund. Und da ich hier nicht alles ständig umbauen kann, muss jetzt auch hier ein modularer Ansatz her. Wie zuvor habe ich die Raised Baseplates mit Steinen zugebaut, bin aber abgesehen von diesem einen Stück auf der Grundfläche geblieben. Entlang der Kanten habe ich Lego-Techniksteine verbaut, um flexible weitere Module oder ähnliches anstecken zu können. Da die Baseplate jetzt nach hinten weit übersteht, muss sie abgestützt werden. Dafür brauche ich eine Höhe von exakt 6 Steinen und einer Plate zum Tisch. Für solch eine Stütze habe ich wieder eine möglichst teilesparsame Bauweise gesucht und das ist mein Ergebnis. Um Fliesen einzusparen, habe ich diese Flex-Track benutzt, da man sie hinterher sowieso nicht sieht und ich mehr als genug davon habe. Und mit nur ein paar Teilen mehr lässt sich diese Stütze auch an das Modul anstecken. In der Unterkonstruktion werde ich einige solcher Stützen hintereinander stecken. Und das Beste, ich kann sie super sparsam auf Abstand halten, indem ich einfach irgendeine übrig gebliebene Schiene dazwischen stecke. Zurück zu den Schienenmodulen. Für die einzelne S16-Schiene habe ich jetzt dieses Gerüst gebaut. Die gelben Techniksteine halten alles an der Straßenplate bzw. dem Brick Modified. Die Ausbuchtungen innen an der Unterseite bieten genug Platz für den Überstand der angewinkelten schwarzen Techniksteine. Zusätzlich gestützt wird das Ganze durch die blauen und roten Elemente an den Außenseiten. Getragen wird das Schienenelement von den schwarzen Lego-Technik-Elementen, welche mit den Gleisen deckungsgleich sind. Das Schienenelement liegt nur locker auf,
wird aber von den Lego-Techniksteinen in Position gehalten, da diese durch die Fliesen und die Plate den Raum zwischen den Schwellen ausfüllen. Beim Zusammenstecken muss dann nur noch der leichte Versatz zwischen dem oberen und unteren Teil berücksichtigt werden. Für etwas längere Stücke habe ich dann dieses Modul, welches eine S32 und eine S3,2 Schiene stützt. Erneut sind es Lego-Techniksteine, die die Schienen schultern. Die Gleise werden diesmal jedoch von den Noppen auf weiteren Lego-Techniksteinen gehalten. Im oberen Teil sind einige Lücken zwischen den Steinen, auch wegen der untypischen Länge von 35,2 Nopp unvermeidbar. Auch wenn noch Platz für weitere Technikelemente ist, bin ich mit der Stabilität jetzt schon zufrieden. Vielleicht erweitere ich das später nochmal. Kommen wir jetzt nochmal zum Weichenmodul. Hier habe ich viele Steine ausgetauscht und im später nicht sichtbaren Teil durch Farben ersetzt, die ich eher erübrigen kann. Die zusätzlichen Fliesen sollen das abzweigende Gleisstück besser stützen. Von den Inverted Slopes zum Beispiel habe ich nicht so viele und in hellgrau sind sie doch etwas verschwendet, wenn man sie hinterher nicht sieht. Auch oben bei den Plates und Fliesen habe ich etwas getauscht und versucht, einen eher einheitlichen grünen Untergrund hinzubekommen. Und dann wäre da noch ein Aspekt, der bei diesen Raised Base Plates noch gar nicht berücksichtigt wurde. An den größeren Flächen gibt der erhöhte Boden der Baseplate unter Belastung leicht nach. Um diese Stelle abzustützen, braucht es, genau wie außen über der Baseplate, etwas mit exakt 6 Steinen Höhe. Und dies lässt sich wieder wunderbar mit ein paar Legosteinen, Duplosteinen und 2 Flex-Tracks bewerkstelligen. Und weg ist es. Jetzt ist die Stelle noch stabiler. Weitaus gravierender ist das Problem bei der größeren Fläche von dieser Baseplate. Hier habe ich den stützenden Sockel invertiert gebaut, um mit den verhältnismäßig schmalen Flex-Tracks anzufangen und die Fläche nach oben hin mit den Duplosteinen zu verbreitern. Mit dem Resultat bin ich für meinen Teil sehr zufrieden. Schauen wir mal bei der Drehscheibe vorbei. Hier hat das unkonventionelle Schienenstück mittlerweile Räder bekommen und entwickelt sich langsam zu einem Prototyp. Wie ich allerdings erst später gemerkt habe, habe ich mich hier verbaut und die Spurbreite ist zu schmal geworden. Da gibt's also noch was zu tun. Wenn ich den Kreis einmal freiräume, also vollständig, läuft es dennoch schon mal ganz rund. An einem Ende der Schiene ist ein 9 Volt Lichtsensor aus der ersten Lego Mindstorms Reihe eingebaut, bei dem allerdings die Anschlussplatte abgerissen ist. Das macht aber nichts, da ich sowieso noch einen Schleifkontakt entwerfen muss, damit sich die Drehscheibe am Ende auch beliebig oft drehen kann. Mit dem Sensor soll später einmal die Position der Drehscheibe möglichst genau bestimmt werden können. Und für eine hohe Winkelgenauigkeit versuche ich einen möglichst großen Radius zu erreichen. Wenn wir jetzt einige der Module auf dem Tisch in Stellung bringen, bleibt im Gleis noch dieses kurze Stück zu befüllen. Ups, ich habe beim weichen Modul den Sockel vergessen. Um diese kurze Lücke von 8 Noppen zu füllen, gibt es jetzt wieder mehrere interessante Möglichkeiten. Besonders charmant finde ich diese mit den alten Stützen, wie man sie von den Monorail-Schienen kennt. Denn deren Noppen sind oben etwas größer, sodass eine Plate nur mit einer halben Plate Abstand zur Kante darunter aufgesetzt werden kann. Die Stütze ist damit bereits effektiv 5 Steine und eine halbe Plate hoch, sodass ich mir die Baseplate sparen kann. Ein paar Steine und eine S8-Schiene später hätte ich damit schon meinen Lückenfüller. Allerdings ist mir das Ganze mit diesen beiden Stützen doch zu instabil. Deshalb wird es jetzt das hier.
ein Block Duplosteine, eine Schicht Plates, diese alten Ski-Elemente aus Sets der Ice Planet-Reihe, um die Baseplate einzusparen, und zum Schluss obendrauf die auf Steinen gesetzte Schiene. Um das mit anderen Modulen zusammenstecken zu können, kommen noch diese Techniksteine dazu. Und damit die nicht dabei einfach wegknicken, stecken hier die Pins schon mit drin. Fixiert mit Achsen, um ein Eindrücken zu verhindern. Dieser abstehende Teil der Skier geht in Ordnung, da ich ihn einfach unter den Überbau des Kurvenmoduls stelle. Wieder zurück zur Drehscheibe. Ich habe mir nebenbei noch ein paar rote Baseplates besorgt, bei denen jetzt die noppenfreien Flächen relevant werden. Die zur Drehscheibe führenden Gleise habe ich auf einen Bogen aus RC-Tracks gebaut und diesen mit Duplosteinen abgestützt. Und der Winkel dieser Stützen ist den Baseplates völlig egal. Die besonders seichten Kurven der Abzweigung sind mit Flex-Tracks gebaut und weitgehend auf Noppen fixiert. Nur die letzten Stücke hängen noch frei und werden deshalb mit Gummibändern zu mittleren Geraden hingezogen. Ich habe noch heimlich die Drehscheibe auf 63 Noppen verkürzt, sodass jetzt im Drehscheibenprototyp an Gleisen alles passt. Bis auf die Spurbreite. Etwas schwieriger ist es mit der Zufahrt von der Weiche aus. Hier musste ich einiges rumprobieren und auch ein leichtes Schlingern in den Flex-Tracks in Kauf nehmen, damit auch dieses Gleis an die Drehscheibe passt. Das Schienenstück zwischen der S16-Geraden und den Flex-Tracks ist übrigens eine S1,6-Gerade. Hier hinten im Bereich der Kurve kommen jetzt erstmal die Baseplates drauf, ehe ich die Schienenkurve dort durchziehe. Hier drüben ist die Kurven-Baseplate in der passenden Farbe Tann, da hier bereits der Übergang von Sektor Rot zu Sektor Braun ist. Durch das Umstellen der Tische hat sich hier zwischen eine lange Lücke aufgetan. Da ausgerechnet hier ein Gleis durchführen soll, werde ich sie erstmal an der Ecke mit diesem Holzbrett abdecken. Im Bereich der Drehscheibe muss ich beachten, dass der Straßenteil immer vom Tisch gestützt wird, da hier durch die Räder der Drehscheibe die Last übertragen wird. Wenn ich die Lücke überbrücken möchte, muss ich mindestens bis zum Tisch kommen, da sonst langfristig die Baseplate verbogen wird. Hierfür sind zum Glück die besonders alten und vor allem langen Teile geeignet. Diese sogenannte frühe Baseplate hat die Maße von 10 x 20 Noppen. Sie ist zwar weitgehend hohl und hat nur ein stabilisierendes Kreuz, scheint mir aber wegen ihrer Höhe recht stabil zu sein. Für ein leichtes, nicht stark belastetes Überbrücken der Lücke halte ich sie für ausreichend. Wie ich dann langfristig das Gleis in diesem Bereich abstütze, muss ich mal schauen. Beim Holzstück bin ich mir schon mal sicher, weshalb ich hier zur Höhenanpassung schon mal eine rote Baseplate invertiert aufgelegt habe. Der Rest darauf soll aber erstmal nur die Schiene stützen, damit ich noch an der unteren Drehscheibenanbindung weiterbauen kann. Dieses Schlingern des Gleises gefällt mir nicht so wirklich, weshalb ich diese hintere Kurve schon mal etwas verlängere. Dadurch wandert die Kreuzung und damit auch die Weiche nochmal ein Stückchen tiefer, sodass die Zufahrt zur Drehscheibe bis zur Flextrack schnurgerade verläuft. Zum Abschluss widme ich mich nochmal einem Schienenmodul. Die Kurve an der Drehscheibe an der Grenze zu Sektor Grün braucht etwas Besonderes, da sie mit Blick auf Wand, Tisch, Ecke und dem Abgrund der Drehscheibe an einer schwierigen Stelle liegt. Da ich dort hinten sowieso einen grünen Untergrund haben möchte, habe ich mir gedacht, snotte doch einfach den Untergrund mit Duplosteinen. Die hervorstehenden Steine halten diesen Block an Ort und Stelle, wenn er auf diese 3 Duplosteine gelegt wird. Und alles, was oben an Pins, Noppen und Steinen hervorsteht, wird die aufliegende Kurve halten. Diese Kurve besteht übrigens aus 3 gewöhnlichen R40 Kurvenstücken.
Das soll es dann aber für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen und ich würde mich freuen, euch im nächsten Teil wieder dabei zu haben. Allerdings weiß ich noch nicht, wann dieser kommen wird. Wenn ihr Fragen, Kritik oder ähnliches habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, sage bis dahin und tschüss.